Der Junge sah die Richterin an und sagte: »Du bist meine Mutter.« Die Stille im Gerichtssaal war absolut. Kian Morales, ein 13-jähriger Junge, wurde wegen Hausfriedensbruchs verurteilt. Als er ihr in die Augen sah und diese Aussage machte, herrschte völlige Stille im Raum. Was darauf folgte, veränderte das Leben der beiden für immer und enthüllte unerwartete Geheimnisse. Der Gerichtssaal war überfüllt, aber die Stille war so dicht, dass das Geräusch von Stühlen, die sich bewegten, durch den Raum hallte. Kian saß auf der Anklagebank, den Kopf gesenkt. Er trug ein verblasstes Hemd und abgenutzte Schuhe, Symbole seiner harten Realität. Sein Anwalt, sichtbar nervös, versuchte ruhig zu bleiben, während er seine Verteidigung vortrug. Vor ihnen saß Richterin Valeria Monforte mit ihren zurechtgerückten Brillen und schlug mit dem Hammer. Valeria, eine 53-jährige Frau, bekannt für ihre strenge Haltung, wirkte an diesem Tag anders. Der Verteidiger begann seine Rede. »Eure Ehren, mein Mandant wird des Hausfriedensbruchs beschuldigt. Er hat keinen Schaden angerichtet und nichts gestohlen. Er suchte nur einen Platz zum Schlafen.« Valeria schaute über ihre Brille und antwortete bestimmt: »Herr Rivera, das Gesetz schützt alle, auch die Eigentümer. Wir können diesen Fall nicht ignorieren.« Währenddessen blieb Kian still, zupfte nervös an der Säume seines Hemdes. Als sich Valeria schließlich ihm zuwandte, war ihre Stimme noch ernster. »Kian, verstehst du, warum du hier bist? Weißt du, was es bedeutet, ohne Erlaubnis in das Haus eines anderen einzudringen?« Der Junge hob langsam den Kopf, schluckte und murmelte: »Ich wollte nur einen Ort zum Bleiben. Ich wollte nichts stehlen. Ich wollte mich nur sicher fühlen.« Ein Murmeln ging durch den Raum, aber Valeria verlangte mit einer Handbewegung Ruhe. »Sicherheit ist keine Entschuldigung für das Eindringen in das Haus eines anderen«, antwortete sie. »Es gibt Obdachlosenheime und Institutionen, die helfen können.« Plötzlich unterbrach Kian sie mit zitternder, aber entschlossener Stimme. »Diese Orte haben mir nie geholfen, niemand will mich.« Der Anwalt versuchte einzugreifen, aber Kian fuhr fort, Valeria mit intensiven Blicken zu fixieren. »Es ist wahr, dass du hier bist, oder? Du bist meine Mutter.« Die folgende Stille war ohrenbetäubend. Alle Augen richteten sich auf Kian. Valeria runzelte die Stirn, sichtbar verwirrt. »Was redest du da?«, wiederholte er jetzt mit mehr Nachdruck. »Du bist meine Mutter.« Ein Murmeln verbreitete sich im Raum, aber der Schock war noch größer für Valeria. Sie blinzelte, versuchte die Worte zu begreifen, und der Hammer entglitt ihren Händen und schlug mit einem schrillen Geräusch auf den Tisch. Kian trat einen Schritt nach vorne. »Ich weiß, dass du es bist. Meine Adoptivmutter Celine zeigte mir dein Foto, bevor sie starb. Sie erzählte mir alles.« Valeria schien fassungslos, ihre Gedanken wirbelten in ihrem Kopf. Bevor sie reagieren konnte, erhob sich ein Anwalt. »Eure Ehren, das ist eindeutig ein Versuch, von der eigentlichen Sache abzulenken.« Valeria hob die Hand und bat um Ruhe. Ihre Stimme, nun leise und zitternd, sagte: »Dies ist nicht der Moment oder der Ort für diese Diskussion.« Kian trat einen weiteren Schritt vor. »Dies ist genau der Ort. Du wusstest, dass ich existiere und hast mich verlassen.« In diesem Moment bat Valeria um eine Pause und verließ schnell den Raum. Hinter den Kulissen lehnte sie sich an die Tür und versuchte tief durchzuatmen, während die Erinnerungen, die sie zu vergessen versucht hatte, mit voller Wucht zurückkehrten. Sie erinnerte sich an eine schmerzhafte Nacht vor Jahren, als ihr Mann darauf bestand, dass sie das Baby aufgeben sollten, weil sie nicht bereit waren, es zu erziehen. Seine Worte halten immer noch in ihrem Kopf. Er wird ein besseres Leben bei einer anderen Familie haben. Währenddessen blieb Kian im Gerichtssaal sitzen und kämpfte mit den Tränen. Die Tür öffnete sich plötzlich und eine Frau trat eilig ein. Es war Lara Noguera, die Sozialarbeiterin, die die Adoption von Kian überwacht hatte. Sie trat näher und sagte: »Ich war in den Adoptionsprozess von Kian involviert und ich denke, es ist an der Zeit, dass die Wahrheit ans Licht kommt.« Kian mit schmerzverzerrtem Blick fragte: »Wusstest du es? Wusstest du, wer sie war?« Lara seufzte: »Ja, ich wusste es, aber es war nicht meine Entscheidung, es dir zu sagen. Valeria tat, was sie damals für das Beste hielt.« Valeria fand die Kraft, zurückzukehren
und als sie die Tür öffnete, waren alle Blicke auf sie gerichtet. Sie atmete tief durch und sagte: »Wir müssen unter 4 Augen sprechen.« Sie führte Kian und Lara in ein Hinterzimmer. Sie setzte sich und faltete die Hände im Schoß. »Kian, du verdienst Antworten. Ich dachte, ich tue damals das Beste für dich. Aber jetzt sehe ich, dass ich mich geirrt habe.« Kian mit zitternder Stimme fragte: »Warum hast du mich verlassen? War ich nicht gut genug für dich?« Valeria schloss die Augen. »Du warst nie das Problem. Das Problem war ich. Ich hatte Angst, als Mutter zu versagen. Du hast mich verlassen, hast nie versucht, mich zu finden. Warum?« Valeria mit Tränen in den Augen antwortete: »Ich dachte, es sei zu spät, dass du in einer glücklichen Familie warst. Ich habe mich hinter meiner Arbeit versteckt und so getan, als ob ich darüber hinweggekommen wäre, aber ich war es nie.« Lara mischte sich ein. »Valeria, du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber Kian ist jetzt hier. Du hast die Chance, es anders zu machen.« Kian zögerte und fragte: »Willst du jetzt meine Mutter sein?« Valeria, mit tränenerfüllten Augen, antwortete: »Ja, Kian, ich möchte es versuchen.« Die ersten Schritte waren schwierig. Valeria begann, die Orte zu besuchen, an denen Kian seine Zeit verbrachte, und zeigte Interesse an seinen Leidenschaften. Mit der Zeit entwickelte sich ihre Beziehung. Kleine Gesten zeigten, dass das Vertrauen wiederhergestellt wurde. Monate später reichte Valeria einen Antrag auf das Sorgerecht für Kian ein, am Tag der abschließenden Anhörung. Mit der Zeit wurde die Bindung zwischen Valeria und Kian immer stärker. Einfache Handlungen wie Spaziergänge im Park oder Gespräche beim Abendessen begannen Teil einer Routine zu werden, die beide zu schätzen lernten. Valeria, die zuvor an ein völlig organisiertes Leben, das sich ganz um ihre Karriere drehte, gewöhnt war, fand sich nun überrascht von Kians Spontaneität und seinem scharfsinnigen Humor. Nach und nach entdeckte sie Teile von sich selbst wieder, die lange Zeit in Vergessenheit geraten waren. An einem Nachmittag, während sie zu Hause waren, zögerte Kian, bevor er eine Frage stellte, die ihm offensichtlich auf dem Herzen lag. »Valeria, glaubst du, dass Menschen sich wirklich ändern können?« Valeria beobachtete ihn einen Moment lang, bemerkte die Tiefe seiner Zweifel. Sie atmete tief ein, bevor sie antwortete: »Ich glaube schon, Kian, aber es ist nicht einfach. Veränderung erfordert Mut und manchmal brauchen wir Hilfe, um sie in uns selbst zu finden.« Kian schüttelte langsam den Kopf, als würde er ihre Worte aufnehmen. »Dann kann ich mich vielleicht auch ändern. Vielleicht kann ich mehr Vertrauen in Menschen haben. Aber es ist immer noch schwer zu glauben, dass das wirklich passiert.« »Es gibt keine Eile«, antwortete Valeria mit einem sanften Lächeln. »Wir bauen das gemeinsam auf, einen Tag nach dem anderen.« Dennoch war nicht alles einfach. Es gab Momente der Anspannung, wenn sich Kian verschloss oder wenn Valeria befürchtete, unvergessliche Fehler zu machen. Doch mit jedem neuen Herausforderungen lernten sie einen Weg zurück zueinander zu finden. Ein entscheidender Moment trat in einer Nacht ein, als Kian Valeria eines seiner Zeichnungen zeigte. Es war das Bild einer Frau im Profil mit einem ruhigen Gesichtsausdruck, umgeben von einem Garten mit bunten Blumen. »Es ist du«, sagte er schüchtern und überreichte das Bild. Valeria war für einen Moment sprachlos, berührt von der Geste. »Es ist wunderschön, Kian. Danke, dass du das mit mir teilst.« Kian zuckte mit den Schultern, aber Valeria bemerkte ein kleines Lächeln, das sich auf seinen Lippen bildete. Mit der Zeit begann auch Valeria über ihre eigene Reise nachzudenken. Sie beschloss, sich in Organisationen zu engagieren, die benachteiligte Jugendliche unterstützten, inspiriert durch ihre Erfahrungen mit Kian. Sie wollte mehr tun, als nur die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Sie wollte ihre Stimme und ihre Position nutzen, um echte Veränderungen zu bewirken. Schließlich kam der Tag, an dem Kian Valeria zum ersten Mal Mutter nannte. Es war in einem einfachen Moment, während sie zusammen den Tisch fürs Abendessen deckten. Valeria hielt für einen Augenblick inne, ihr Herz schlug schneller und sie schaute ihn an. »Was ist?« fragte Kian, versuchte sein Desinteresse zu verbergen. Valeria lächelte, hielt die Tränen zurück. »Nichts, nur danke.«
Sie setzten das Decken des Tisches fort, aber etwas hatte sich verändert. Ein neues Kapitel begann in ihrem Leben. Diese Geschichte handelt nicht nur von Fehlern der Vergangenheit oder von entdeckten Geheimnissen, sondern von der Fähigkeit, Bindungen neu aufzubauen und Erlösung zu finden. Valeria und Kian lehrten einander, dass trotz der Wunden Liebe und Vergebung einen Weg für eine Zukunft voller Hoffnung ebnen können. Und du? Glaubst du, dass es möglich ist, einen Neuanfang zu wagen, selbst wenn alles verloren scheint? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren und teile diese Geschichte mit jemandem, der Inspiration braucht, um an zweite Chancen zu glauben. Kommentieren Sie unten, was Sie von dieser Geschichte halten und aus welcher Stadt Sie uns zusehen. Hinterlassen Sie ein Gefällt mir und abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Gemeinschaft aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.